Hallo zusammen. Heute habe ich wieder das außerordentliche Vergnügen, mit dem Militärexperten Gustav Gressel zu sprechen. Er dürfte den meisten Zuhörern gut bekannt sein. Er ist Militärexperte an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Während oftmals auf die aktuelle militärische Situation in Nachrichtensendungen eingegangen wird, wollen wir heute in unserem Gespräch auch ein bisschen hinauszoomen und die Hintergründe ansprechen und die Denkweise der Russen und des Westens. Der politische Wille oder der Unwille ist für den Verlauf und Ausgang eines Krieges auch immer wieder ganz entscheidend. Mein Name ist Christoph Müller. Ich mache Videos für die Ukraine. Und wenn Sie diesen Podcast mögen und interessant und lehrreich finden, geben Sie gerne ein Like, lassen ein Abo, drücken Sie auch das Glöckchen, damit Sie auch keine weitere Folge verpassen. Ich möchte herzlich willkommen heißen Gustav Gressel. Hallo Gustav. Servus. Bevor wir mit den allgemeinen Fragen anfangen, die ja eigentlich zu diesem Krieg auch geführt haben, würde ich dich gerne fragen über die militärische aktuelle Lage in der Ukraine. Wie sieht es da aus? Ich würde sagen, die Früchte der Frühjahrsoffensive tragen langsam Wirkung. Also natürlich ist die Wirkung nicht so horrend groß, wie sich das manche vorstellen, aber wir haben jetzt eine relativ prekäre Lage in Pokrovsk. Es sind wieder russische Stoßtrupps eingesickert in die Stadt selber. Die Ukrainer versuchen, die jetzt zu säubern. Das Problem ist, wir hatten ähnliche Dinge ja schon kurz vor dem Fall von Awdijiwka, als russische Stoßtrupps dann eben die Nachschublinien dann auch abgeschnitten haben, indem sie in Fabriksgebäuden am Ausgang von Awdijiwka eingesickert sind. Das sind jetzt relativ prekäre Lagen und da muss ich natürlich sagen, ich hoffe, die Ukrainer ziehen hier da die Lehren aus Gefechten um Bachmut, Awdijiwka, Mhm. Sucha, dass man sich nicht zu spät zurückzieht, weil das Problem ist gerade in dieser Letztphase, wenn die Nachschubwege prekär sind, wenn die Russen mit Artillerie, mit Drohnen die Verbindungswege bestreichen, dann häufen sich die ukrainischen Verluste und diese Verluste waren dann auch immer bitter in der weiteren Kriegsführung. Die haben die Ukrainer dann immer noch mehr Terrain woanders gekostet, weil eben dann Reserven verbraucht sind, weil erfahrene Brigaden verbraucht sind oder aufgerieben wurden. Also wenn wir an Bachmut denken, die 92. oder Wuhledar, die 72. Mech-Brigade, die im Grunde kaputt gemacht wurden für das Halten der Stadt. Und Das, dann natürlich später bitter gefehlt haben. Also ich hoffe, da zieht man jetzt die Lehren draus, aber mal schauen, wie es weitergeht. Die Ukrainer sind natürlich unter Druck. Sie haben nach wie vor einen Mangel an Infanterie. Und die Frontlinie ist natürlich durch die Sumi-Offensive jetzt auch deutlich länger geworden, als sie das vorher war. Damit auch der Kräfteverbrauch auf der ukrainischen Seite dementsprechend hoch. Und ein Problem natürlich auf der ukrainischen Seite, man kriegt Material nicht mehr so einfach nach, wie man das früher noch bekommen hat. mhm. Die westlichen Lager an Altgerät sind im Grunde aufgebraucht. Die Amerikaner sind nicht mehr mit von der Partie. Und wenn wir noch die Möglichkeit haben, 113 oder Bradleys gebraucht abzukaufen, dann ist der Preis da auch noch unklar. Wir sehen ja bei den Patriot-Batterien, dass da mittlerweile erhebliche Preissteigerungen in dem drin sind, was hier verkauft wird, weil relativ knappe Batterien jetzt jongliert werden. Also das sind alles keine guten Aussichten, wo die Ukraine jetzt wirklich auch Kräfte konservieren muss, weil der Krieg wird leider noch länger dauern. Und Mhm. mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Ja, Stichwort länger dauern, das hat ja auch so einen Gewöhnungseffekt bei uns im Westen. Seit 3,5 Jahren läuft der Krieg wieder erwarten, der eigentlich nach 3 Tagen oder 3 Wochen hätte schon beendet sein sollen. Und nichtsdestotrotz, für mich stellt sich das so dar, dass die Ukraine unglaublich stark ist und dass die Russen unglaublich schwach sind. Man hört also so Berichte, dass sie als Transportmittel Esel sogar benutzen, Golfkarren, Motorräder und so weiter. Also an sich ist es ein Witz, dass so eine Armee überhaupt, und man kann ja auch sehen, dass diese Frontlinie sich absolut nicht bewegt, also nur vielleicht kilometerweise.
Da werden ja auch lustige Memes darüber gemacht, dass so eine Schnecke schneller in Kiew wäre als die russische Armee. Ähm, äh, und jetzt mache ich eine lange Rede. Gleichzeitig gibt es ja diese massiven Drohnenangriffe jetzt komplett auf die gesamte ukrainische zivile Infrastruktur. Wie kommt man da raus aus dieser Situation, aus dieser Ja, Pattsituation? wie kommt man da raus, ist die schwierigste Frage. Also sozusagen, wie kann man das interpretieren? Das Problem ist, wir sind in einem relativ statischen Abnutzungskrieg. Ja, Die beste Parallele wäre in der Tat der Erste Weltkrieg. Ein anderes Beispiel für einen relativ statischen Abnutzungskrieg wäre eigentlich der russisch-japanische Krieg in seiner Spätphase. Aber ich glaube, der Erste Weltkrieg, vor allen Dingen die Westfront im Ersten Weltkrieg, ist eine gute Parallele. Ähm, Da ist es natürlich so, beiden Armeen geht schlecht. Und also die Esel, die Motorräder eben, um gepanzerte Fahrzeuge zu schonen, die sind natürlich Symptome, wie es der russischen Armee schlecht geht. Das Problem ist, auf der ukrainischen Seite haben wir ähnliche Probleme. Das sind natürlich die Esel, keine Esel, sondern in den meisten Fällen Pickup-Trucks, die verwendet werden dann, um Soldaten rein und raus zu transportieren an der Front. Die Ukrainer haben, was das Personal angeht, nicht so hohe Verluste wie die Russen, weil es den Russen auch völlig egal ist, wie viele Leute sie da verheizen. Für alle, die nicht glauben, dass die Russen wirklich über 1 Million Verluste haben, also Verluste heißt ja nicht nur Tote, sondern auch Gefallene. Ist heute auch Verletzte. wieder eine Statistik des russischen Gesundheitsministeriums geleakt worden über die Beschaffung und Anfertigung von Prothesen. Und da ist eben im Zeitraum des Krieges weit über 1 Million Prothesen, die eben durch das russische Gesundheitsministerium beschafft wurden. Ich glaube nicht, dass die Russen so viele Autounfälle in dieser Zeit haben oder Fahrradunfälle, dass sie hier Prothesen haben. Das dürfte schon der Krieg sein. Ja, Aber das Problem ist natürlich, die sozusagen in einem Abnutzungskrieg geht es sehr lange statisch und mit wenig Bewegung dahin, bis es plötzlich schnell wird. Wenn der organisierte Widerstand auf einer Seite zu zerbröseln beginnt und die Moral zu zerbröseln beginnt mhm. oder die Materiallage so erodiert, dass organisierte Widerstand einfach äh, nicht mehr fortgesetzt werden kann. Und darauf dann sozusagen wird es plötzlich schnell. Darauf zieht ja auch die russische Strategie ab. Man weiß, also man hat natürlich mitbekommen, dass die Ukrainer zäher sind als erwartet und dass sie sozusagen noch nicht kollabiert sind. Aber langfristig denkt natürlich Putin dran, ja, der Westen ist ziemlich lackluster mit seiner Unterstützung und eine industrielle Mobilisierung hat es im Westen bis jetzt noch nicht gegeben. In dem Sinn sozusagen wird es zwar bitter und verlustreich, aber ich setze das auch. Eine zweite Sache, die die Russen sich natürlich jetzt ausrechnen, ist, dass sie über eine Luftoffensive, also mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und vor allen Dingen natürlich Angriffsdrohnen, die ukrainische Fliegerabwehr einfach überwältigen und dann sozusagen die ukrainische Rüstungsindustrie zerbomben können. Die ukrainische Front lässt sich ja nicht mit dem halten, was aus dem Westen kommt. Das ist zu wenig. Und mittlerweile ist auch der Innovationszyklus, gerade was Drohnen, elektronische Kampfführung angeht, zu schnell und zu kurzfristig, dass der Westen hier noch viel Rolle spielt. Also wir senden Firmen in die Ukraine, die ausprobieren, ihre Produkte ausprobieren, die auch einen Beitrag leisten, aber der Quantität geht das eher unter. Hm. Man muss sich vorstellen, das ukrainische Verteidigungsministerium allein wird dieses Jahr zwischen 5 und 8 Millionen Drohnen beschaffen. Das sind die vom Verteidigungsministerium beschafften Drohnen. Das sind noch nicht alle Drohnen, die in der Ukraine hergestellt werden. Da kommen ja nochmal die freiwillig und durch Zivilgesellschaft, durch Spendenaktionen und so weiter beschafften Drohnen hinzu. Mhm. Und das sind auch nochmal Millionengrößen. Wenn man sich das in der Quantität anschaut, diese Skalierung, das gibt es im Westen nicht. Wir haben da einfach für diese Munitionsklasse Drohnen, die in ihrem Verbrauch bei weitem Artilleriemunition übersteigt, jetzt einfach nicht mehr die Fertigungskapazitäten.
Und es geht auch bei vielen anderen Bereichen so. Also Systeme zur elektronischen Kampfführung, Frühwarnsysteme, da ist die Ukraine in dem Bedarf, was sie selber brauchen, schon in der Nischenentwicklung so drin, dass sozusagen hier der Westen, auch wenn er was wollte, zu spät käme. Ja gut, aber Das was, heißt, für die Russen ist das der Schlüssel und deshalb auch diese Luftoffensive. Ich sage noch nicht, dass die gelingt, aber man muss sich auch vorstellen, diese Luftoffensive wird sicher über den nächsten Kriegswinter durchgehen. Und erst spätestens erst frühestens, aller frühestens im nächsten Frühling wird Putin mal ähm, eine, einen Strich unter die Rechnung machen und sich überlegen, was ist dabei rausgekommen. Ist das sozusagen ein gangbarer Weg zu einem russischen Sieg? Vorher wird das einfach weitergehen. Und das ist das Problem, dass viele Europäer lange in der Illusion auch gelebt haben, dass irgendwie Trump da einen Waffenstillstand zustande bringt. Das wird er nicht. Wir leben, obwohl wir jetzt bald 4 Jahre im Krieg sind, immer noch im Westen in politischen Diskussionen, die den Krieg in wenigen Monaten beendet sehen wollen, was er nicht sein wird. Und dementsprechend ist auch die verteidigungsindustrielle Vorbereitung des Westens immer noch weit hinter der Kurve. Strich unter die Rechnung, dieses Stichwort, das löst bei mir sofort die Assoziation aus Waffenstillstand und dann das nächste Minsk I, Minsk II. Also so ein Strich unter die Rechnung für Putin kann doch eigentlich nur bedeuten, dass er vorhat, einen Waffenstillstand dann mal zu machen, um dann anschließend die Wunden zu lecken und die Nö, das muss Reservoirs nicht wieder sein. aufzufüllen. Das muss nicht sein. Es kann auch sein, dass man dann überlegt, okay, nö, das hat nicht zum Erfolg geführt, wir probieren was anderes. Oder es sagt, okay, wir haben da rein investiert, wir bauen diese Kapazität nicht weiter aus, wir pflegen uns auf was anderes oder wir verändern die Taktik, wir verändern die operative Vorgehensweise. Das wird man dann sehen. Viele Dinge also wir leben ja auch in einem Krieg, der sich ständig wandelt. Viele Dinge waren eine kurze Zeit sehr en vogue und sehr gefragt und dann findet die Ukraine Gegenmaßnahmen und sozusagen bereitet sich gut vor und ein Waffensystem sozusagen fällt im Grunde aus den Nachrichten und aus der Bedeutung heraus. Also wenn ich daran erinnere, im Winter 2022 und auf 2023 waren zum Beispiel Lancet-Drohnen ein enormes Problem. Hm. Die Ukraine war verwundbar, die Lancet-Drohnen gingen immer weiter in die Tiefe, neue Varianten wurden entwickelt und die Koordination zwischen den Lancet-Drohnen und den Orlans und Supercams, also den Aufklärungsdrohnen, wurde immer besser von den Russen. Alles hat gebannt auf die Produktionssteigerung der Landsets geschaut, also nach dem Motto, okay, das sozusagen ruiniert jetzt die ukrainischen mechanisierten Kräfte und ist sozusagen der Hauptfeind auch der ukrainischen Artillerie. Im Endeffekt, Landsets gibt es immer noch, aber sie spielen eine weit untergeordnete Rolle, nicht mehr die zentrale Rolle in auch den russischen Angriffen in die ukrainische Tiefe. Die Ukraine ist zum Teil weit besser den Landsatz Herr geworden, indem sie Störsender entwickelt hat, die eben auch in der Reichweite, in der Höhe noch Resultate liefern, in der Landsets fliegen. Man hat Detektionsmittel entwickelt, gebaut, man hat spezialisierte Drohneneinheiten aufgestellt, die Jagd auf diese Dinger machen. Also ist natürlich noch da, aber es hat lang nicht mehr diese Bedeutung. Und das kann natürlich auch mit Shahid-Drohnen so sein, obwohl ich das sozusagen, ich glaube, wird uns noch länger beschäftigen. Aber natürlich kann die Ukraine gerade im Bereich der Interceptor-Drohnen oder im Bereich der Laserwaffen hier auch Fortschritte erzielen, die Russland dazu überzeugt, okay, gut, mit den Dingern kommen wir nicht mehr oder erzielen wir nicht mehr die Effekte, die wir ihnen früher zugeschrieben haben. Ähm, Wir schauen, dass wir was anderes erfinden oder wir gehen woanders rein. Derzeit muss man sagen, dass die Shahid-Drohnen quasi ihr High Life haben. Also sind nicht nur quantitativ extrem im Aufwind, sie werden auch für eine immer größere Zahl an Einsätzen eingesetzt. Also früher waren die ja nur statisch, um Ortschaften anzugreifen. Gebäude, ich kann mich noch erinnern, ich war in Odessa, wie sozusagen die ersten Shahid-Angriffe, wie es die ersten Shahid-Angriffe gegeben hat und die Leute noch, also dann auch auf Odessa, sehr Wann, verwundert waren, was da kommt, 2022. da war ich auch da. Ähm, und sozusagen jetzt sind wir in der Quantität woanders. Jetzt sieht man aber auch, dass diese Shahids eben
auch schon auf Nachschubdepots losgelassen werden, auf Einrichtungen der ukrainischen Armee hinter der Front. Natürlich dem geschuldet, dass man zum Beispiel, dass die Russen für ihre Smerch und andere Raketenartilleriewerfer kaum noch Munition haben und deshalb sich andere Mittel überlegen müssen, ukrainische Tiefe sozusagen, also jetzt nicht die große Tiefe, hunderte Kilometer an der Front, sondern die unmittelbare Tiefe, die Tiefe einer Brigade oder eines Korps anzugreifen und verwenden jetzt eben auch Schahid-Drohnen, weil es die eben gibt und weil sie natürlich auch in Masse vorhanden sind. Mhm. Und mal schauen, wie es da weitergeht. Also da muss ich sagen, da soll man auch nicht immer denken, man kann den Krieg so vorhersagen, dass er sozusagen eine lineare Fortschreitung von dem ist, was wir gerade auf dem Schlachtfeld beobachten. Da gibt es immer wieder Brüche drin und Veränderungen und gerade am technischen Sektor noch stärker als dann am taktischen, operativen Sektor. Weshalb ich sage, ja, wir können jetzt etwas so sagen, wie es bis Ende des Sommers weitergeht, wie es über den Winter weitergeht, aber alles darüber ist sehr, sehr, sehr vage Schau in die Glaskugel. Ich glaube nur nicht, dass die Russen mit dem Krieg Schluss machen. Also das Das, ist sozusagen äh, nicht das, was ich derzeit sehe. Dazu müsste im Westen und jetzt halt eben in Europa äh, ein, ein verteidigungsindustrieller Ruck passieren, der den Russen das Bild vermittelt, dass eben Russland über Zeit diesen Konflikt nicht aussitzen kann oder diesen Krieg nicht aussitzen kann und nicht über Zeit gewinnen wird. Das ist sozusagen eigentlich seit April 2022 Putins Paradigma, dass er über Zeit, über die Abnutzung die Ukraine besiegen wird. Er hat sich wahrscheinlich auch im April 2022 vorgestellt, dass das schneller gehen würde, als es jetzt sieht. mhm. Aber das Problem war, Europa und damals noch die USA haben ihn nie mit den Signalen versorgt, wo er diese Strategie eigentlich hätte überdenken müssen. Hätten wir äh, im März, April 2022 gesagt, okay, die Ukraine hat politisch überlebt, der Enthauptungsschlag ist nicht passiert, der ist gescheitert. Jetzt unterstützen wir die Ukraine mit all dem, was notwendig ist für den langen Krieg und wirklich as long as it takes, also nicht nur sagen, sondern auch tun. Indem man Produktion anwirft, indem man in allen Waffengattungen, damals waren natürlich mehr Panzer, gepanzerte Fahrzeuge gefragt, als sie das heute sind. Heute sind sie immer noch gefragt, aber sie spielen nicht mehr diese zentrale Rolle wie im Herbst 2022, Frühling, Sommer, Herbst 2022. Wenn man bedenkt, nicht nur um Hostomel, sondern auch um Borsipil, da gab es riesige Panzerschlachten, damals die 72. Mechbrigade im Einsatz war. Ähm, äh, Borsipil, darf ich fragen, wo das ist? Weiß Das gerade ist nicht. der alte internationale Ach, Flughafen. Da kam sozusagen Borisspil. Mhm. Mhm. Ja, diese ja. Kräfte, die von Sumi rein in Richtung Kiew marschieren, der quasi der Ostkeil, der kam Mhm. eigentlich bis kurz vor Kiew. Natürlich total überstreckt und mit horrend langen Versorgungslinien. Aber der kam sozusagen in der Geografie natürlich relativ weit und wurde aber in relativ großen mechanisierten Schlachten dann gestoppt und Mhm. natürlich dann durch den Zusammenbruch der Logistik Mhm. haben sie sich dann auch schnell zurückziehen müssen. Aber Ja, du hast es, ähm, du, das war sozusagen damals noch ein anderer Krieg, das war mehr Bewegungskrieg, das war ein mehr mechanisierter Krieg, das war mehr das, womit die NATO eigentlich damals gerechnet hat. Später wurde es dann ein Artilleriekrieg und dann wurde es ein Drohnenkrieg. Also so gab es so verschiedene Phasen. Aber in keiner dieser Phasen gab es so im Westen den großen Ruck, wo wir sagen, okay, whatever it takes, wir produzieren das, was die Ukraine braucht. Wir produzieren das nach, was wir der Ukraine abgeben. All das versetzt uns in die Möglichkeit, die Ukraine auch in so einem verlustgleichen Krieg bis zum Ende zu versorgen. Dieses Signal hat es aus dem Westen weder von den Amerikanern noch natürlich von den Europäern und geschweige denn damals aus Deutschland gegeben. Und das hätte man eigentlich gebraucht, wenn man in die Richtung Waffenstillstand hätte manövrieren müssen. Und ja, deshalb
Deshalb auch sozusagen, also mein damaliges Advocacy für den Leopard. Ich weiß nicht, wer geglaubt hat, der Leopard 2 ist eine Wunderwaffe, die bis Moskau fahren wird. Das ist immer eine Behauptung, die mir die Scholz-Anhänger unterstellt haben, aber es also bitte, man möge mir diesen Satz nachweisen, wo ich das jemals gesagt habe. Was der Leopard ausmacht, ist also ein Kampfpanzer aus dem Westen, der noch produziert wird. Mhm. Das heißt, wie auch immer man die Abgabe an Leopard-Panzern gestaltet, man hat die Chance, das wieder aufzufüllen. Man hat die Munitionsproduktion in eigener Hand. Das war ja im April, Mai für die ukrainische Panzerwaffe war das größte Problem, dass sie nur mehr Sprenggranaten bekommen haben und das auch nur in sehr geringer Zahl, weil es einfach für 125 Millimeter sozusagen im Westen oder in westlich gesinnten Staaten nicht so viel Munitionsproduktion für dieses Kaliber gab. Genau dasselbe, was für die Artillerie war. Nur bei der Artillerie war es natürlich noch viel dramatischer, weil die weit häufiger gebraucht wird als die Kampfpanzer. Also es war im Grunde genau dasselbe Problem. Und es war nicht sozusagen, dass wir jetzt eine Wunderwaffe für das sofortige Kriegsende gefordert haben, sondern es war eben das Problem, das Signal der nachhaltigen Unterstützung der Ukraine, den Russen auch zu zeigen, Schützenpanzer, Kampfpanzer, Artillerie, Raketenartillerie, Fliegerabwehr, Kampfflugzeuge, was immer die Ukraine braucht, wir werden sie aus unseren Beständen versorgen und wir werden sie mit Systemen versorgen, die wir nachbauen können, wo wir die Logistik in der Hand haben. Es wird vielleicht Hiccups geben, wenn wir Produktionen hochfahren müssen und dies und das und jenes. Das ist überall so. Gibt es ja bei den Russen auch genug Hiccups. Aber wir lassen uns da nicht auf irgendeine Beschränkung ein und auf irgendein Spiel ein, sondern die Russen müssen wissen, dass bis zum bitteren Ende wir eine Pipeline jetzt für militärisches Gerät, Munition, was immer die Ukraine braucht, aufbauen und sie das nicht über Zeit, wir haben mehr Geld, wir haben mehr Industrie, wir haben die besseren Techniker. Jetzt sozusagen ist es das russische Pech, dass sie diesen Krieg angefangen haben. Wir wollten das ja nicht, es ist ihr Pech. Jetzt beißen sie ins Saure. Dieses Signal hat es nie gegeben und damit ist Putin immer, auch wenn es länger dauert, als er es wahrscheinlich geglaubt hat, auch wenn es weit mehr Verluste bringt, als er es wahrscheinlich geglaubt hat, aber er ist immer in dem Glauben, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr gewinne ich das, weil der Westen erschöpft sich früher als ich. Ja, 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 wir tun ja alles eigentlich dafür, um dem Putin diesen Glauben zu geben, schon ja. seit 2014. Also das ist schon fatal, dass wir ihm einfach alles durchgehen lassen. Ähm, da gibt's natürlich diese Uneinigkeit im Westen, diese komplette Orientierungslosigkeit von den vielen Menschen, die auch durch die russische Propaganda gefüttert sind in ihrem Kopf. Ich habe jetzt gerade dieses Interview mit Tucker Carlson von Paul Ronsheimer gehört. Und da kommt ein so ein Argument wirklich paradigmenartig oben drüber, nämlich die Atomwaffe, das große böse N-Wort. Russland hat ja Atomwaffen. Deswegen Ja. können wir nichts riskieren, denn sonst würden sie sofort die Atombombe schmeißen. Mhm. Wie stehst du zu diesem Argument? Ja, das ist das typische Mützenich-Stegner. Das ist Tucker Carlson, Donald Trump reihen sich da in die Angsthysterie der Friedensbewegung der 80er Jahre ein. Ja, Tucker Ja, Carlson ist ja, ja, also nein, das ist total ein vollkommen pro-russischer Typ, nicht nur der ein Pro-Russischer, den könnte man im Grunde mit langen Haaren unter kommunistische Hippies schicken und der fühlt sich dort wahrscheinlich wohl. ist auch Also das scheinbar muss ich wirklich auch jetzt mal zur ideologischen Beleidigung dieser Irren sagen, die sich ja mhm. konservativ schimpfen. Also das ist nichts anderes als eine Fortsetzung von 68 und nicht mal von 68, von 80, von Gegennachrüstungsbescheid mit anderen Mitteln. Ja. Aber zum Kern der Sache. Wenn dem so wäre, hätte es nie einen Koreakrieg gegeben, hätte es nie einen Vietnamkrieg gegeben, ähm, dann hätte es nie andere Stellvertreterkriege im ganzen Kalten Krieg gegeben, weil auch dort war die Sowjetunion Atommacht und sie hätte natürlich sofort die Bombe zünden können. Und wenn man sagt, ja, aber es war Stellvertreter, es war ja nur Nordvietnam, waren natürlich auch russische Piloten dabei, waren russische Militärberater, waren russische Bedienungsmannschaften in nordvietnamesischen Fliegerabwehrbatterien dabei.
Die Israelis haben über den Sinai russische Kampfpiloten abgeschossen. Die Israelis haben den Russen Fliegerabwehrraketen geklaut, wo in den Bedienmannschaften noch russische Instruktoren dabei waren. Also es gab alle möglichen direkten Konfrontationen oder Fouls damals und kein amerikanischer Präsident hat sich da so oder auch israelischer Premierminister so in die Hose gemacht, nur weil die Sowjetunion Atommacht ist. Das ist, wie gesagt, das ist eine gewisse Spielart. Man muss aber auch sagen, dass sozusagen Russland seine nukleare Stellung heute ganz anders interpretiert und anders ausnutzt, als es die Sowjetunion noch gemacht hat. Auch für die Sowjetunion war natürlich Atomwaffen ein diplomatisches Druckmittel. Sie waren ein Mittel, um Großmacht zu sein, über dem ökonomisch, technisch technischen Gewicht, das die Sowjetunion gehabt hat. Ähm, aber sie war nie ein Mittel der offensiven Erpressung und Herausforderung. Also die Sowjetunion hat nicht den Amerikanern mit Atomschlägen gedroht, wenn sie in Afghanistan damals die Mujahideen unterstützen. Und die Amerikaner haben natürlich die Mujahideen unterstützt. Klare Frage, Mhm. sonst wäre Mhm. auch das anders ausgegangen. Mhm. Hatten auch damals keine sowjetischen Propagandisten oder Botschafter oder irgendwelche Leute aus der dritten Reihe das Pouvoir, einfach irgendwie nukleare Drohungen von der Leber auszusprechen. Also wenn das passiert wäre, die Leute wären unmittelbar nach Harare abkommandiert worden. Und wir haben jetzt in der Russischen Föderation eigentlich eine ziemlich lose Zunge, also für sowjetische Verhältnisse. Das ist neu und das wird auch im Westen unzureichend verstanden, dass wir hier eigentlich einen totalen nuklearen Paradigmenwechsel haben. Nuklearwaffen als Stützmittel zur Absicherung von kolonialen Abenteuern. Mhm. Genau. Das gab es nicht. Das gab es auch nicht durch den Westen. Also auch die Franzosen haben jetzt Hausnummer Nasser nicht mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht, wenn er die algerische Ja. FLN weiter Ja. unterstützt. Ja. Das ist was Neues. Ja. Und sich dem nur durch Schwäche und Nachgiebigkeit entgegenzusetzen, wie das eben Tucker Carlson und die Republikaner derzeit fordern, ist meiner Ansicht nach komplett der falsche Weg. Meiner Ansicht nach auch der Weg, den traditionelle Republikaner von Reagan bis McCain niemals eingeschlagen werden. Aber das ist jetzt die neue Republikanische Partei. Ja, das ist total peinlich und es ist, also ich ziehe jetzt auch die Parallele zum Nationalsozialismus Adolf Hitler. Auch Adolf Hitler hat damals als Hasardeur wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Zum Beispiel hat er dann das Rheinland besetzt. Hitlers Besetzung des Rheinlandes im Jahr 1935 oder 36 war ein Präzedenzfall. Und kann man vielleicht vergleichen mit Putins Annexion der Krim. Das war auch ein Präzedenzfall, das war ein Ding, also ein Tabubruch. Und das haben wir ihm durchgehen lassen. Und damals haben die Alliierten dem Hitler auch alles durchgehen lassen. Hitler war ein Hasardeur, der alles aufs Ganze gesetzt hat. Und genauso macht es Putin. Er ist auch ein Hasardeur und setzt auch alles auf eine Karte und kriegt immer wieder Recht. Und deswegen muss man doch befürchten, dass die ganze Sache noch ganz, ganz anders ausartet als jetzt. Ja, natürlich. Ich würde sagen, aus der Zeit gegriffen war Hitler sehr vorsichtig, wenn man seine ähm, äh, gerade sozusagen raus aus dem Versailler Vertrag, Verkündung der Wehrhoheit, dann britischer Flottenvertrag. Er hat sich immer irgendwie Rück- und Seiten abgesichert. Er hat natürlich viele Kräfteverhältnisse falsch eingeschätzt, viele innenpolitische Lagen in Frankreich, in den USA, in Großbritannien falsch geschätzt. Er hat mit selektiven Leuten gesprochen. Gerade in Großbritannien hat er natürlich mit einigen sehr Hitler-gewogenen politischen Figuren auch Absprachen gehabt, die ein bisschen darüber hinweggetäuscht haben, was die generelle Stimmung in Großbritannien ist und wie weit Großbritannien dann eben bereit wäre, in einen Krieg einzutreten oder nicht. Das tut Putin aber auch. Putin in seiner Gesprächswelt, der redet über Deutschland ja zum Beispiel in erster Linie mit Vertrauten wie Gerd Schröder. Und da kriegt er natürlich über das politische Stimmungsbild
Ich würde sagen, nicht unbedingt den treffenden Nerv der deutschen Gesellschaft oder mit Alexander, oder wer ist ein Referenzpunkt für die russische Deutschlanddebatte? Alexander Hm. Rahm, sonst irgendwelche AfDler. Ja, das ist Ja. natürlich ein Teil der deutschen Gesellschaft, die so denkt, aber natürlich bei weitem nicht die Mehrheit. Gibt es Und leider auch, aber die wachsen ja auch. Diese Menge von solchen Leuten wächst ja erschreckenderweise, finde ich. das stimmt, aber wie gesagt, das ist noch alles keine Mehrheitsgesellschaft. Hm. Aber da heraus kommen natürlich Fehleinschätzungen. Das Zweite, Putin war auch 2014 vorsichtig. Er hat nur gesehen, genauso wie Hitler, dass man ihm das durchgehen lässt. Und dieses ständige Durchgehen lassen verstärkt dann, weil die Leute ja auch selektiv wahrnehmen. Wenn man so einen ideologischen Bias hat, und den hatte natürlich Hitler, den hatten die Japaner auch, den hat natürlich Putin. Das ist der ideologische Bias, dass sozusagen Demokratien verweichlicht dekadente Gesellschaften sind, die sozusagen Geld, Wohlstand, Komfort, einer kriegerischen Handlung immer vorziehen werden und deshalb entweder käuflich sind oder eben dann vor der harten Hand und vor der militärischen Konfrontation zurückscheuen, weil sie das eben nicht durchdrücken und weil sie nicht hart genug sind. Dann Putin ist da quasi mit seiner kommunistischen Vergangenheit, mit seiner KGB-Vergangenheit vorgezeichnet, die man glaubt, eben die Kapitalisten wollen im Grunde nur Geld verdienen und Wohlstand haben und das sozusagen kann ich ausnützen, indem ich ihnen bewusst mit Wohlstandsentzug und Krieg und Konsequenzen drohe und dann kippen sie ein. Bei Japan, bei Deutschland, bei Italien war das natürlich diese faschistische Grundeinstellung des sozusagen faschistischen Systems sind also konditioniert, den Krieg als gesellschaftlichen Fortschritt zu sehen, als Reinigungsmittel der Gesellschaft, als Bewährungsprobe, während eben Demokratien durch ihre internen Konflikte so zerstritten, ungeeint und schwach sind, dass sie das nicht durchdrücken. Aber das Problem ist, dass natürlich mit dieser Nachgiebigkeit ich genau diesen Wahrnehmungsbias verstärke. Das sind natürlich dann Leute wie Hitler, später auch Mussolini, der ja auch lange gewartet hat, bis er seine Pläne durchgesetzt. Aber als er gesehen hat, Frankreich liegt am Boden und Großbritannien hat Probleme, hat er natürlich dann im Mittelmeer losgeschlagen, weil er sich gedacht hat, ja, die Briten, die sind eh bald auch am Zahnfleisch. Die Japaner auch, die haben auch zugewartet, geschaut, waren am Anfang risikoavers, aber dann irgendwann gesehen, ja, also außer Wirtschaftsaktionen kommt da nichts und jetzt sozusagen ist Europa auch kollabiert, jetzt haben wir da das Vakuum, da stoßen wir mal rein. Und das natürlich auch bei Putin. Nach 2014 kam nichts, nach 2022 kam etwas, aber nicht wirklich entscheidend. Und dann auch wieder ganz stark der westliche Glaube, durch Wirtschaftssanktionen Russland aus der Bahn werfen zu können. Wenn Also wir sie auch mal wieder wenn wir sie mal das richtig Narrativ. durchsetzen würden, ja. Ja, dass sozusagen auch Putins Vorprägung und selektive Wahrnehmung füttern, dass eben der Westen nur wirtschaftlich denkt und dass er außerhalb der wirtschaftlichen Denke eben kein strategisches Bewusstsein hat. Und das hat ihn natürlich in seiner Haltung bestärkt. Das ist das Problem, dass wir sozusagen wir gewisse selektive Wahrnehmungen und Vorurteile einfach auch bestätigen und damit sie schüren. Das Problem ist natürlich, und das denke ich mir auch, wir können über Europa und seine Langatmigkeit und Zögerlichkeit schimpfen, was wir wollen. Am Endeffekt ist Europa immer noch auch ein fähiger Kontinent mit einer relativ großen Gesellschaft, die, wenn sie wirklich herausgefordert sind, auch zusammenstehen kann. Mhm. Und da kann man sich natürlich dann auch komplett verschätzen und irrsinnigen Blödsinn anstellen damit und dann auch einfahren. Das Problem ist natürlich, dann ist der Krieg schon angerührt, dann ist schon größerer Schaden entstanden. Das ist sozusagen das Bestreben der Leute, die für Abschreckung plädieren, ist ja genau, es zu diesem Punkt nicht kommen zu lassen. Aber ich fürchte, da sind wir schon ich glaube, die Schlacht um die Zukunft Europas haben wir schon verloren. Also da ist der nächste Krieg schon am Horizont. Die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen, in welchem Zeithorizont wird er vom Zaun gebrochen. Oh, das sind erschreckende Aussichten, aber in der Tat, also ich sehe es genauso. Du hast vorhin angesprochen, oder als wir über den politischen Unwillen sprachen, es muss ein Ruck durch das europäische Denken oder durch das westliche Denken gehen. Was könnte dieser Ruck sein, dass wir unser Verhalten mal ändern?
Und wie müssen wir es dann ändern? In welche Richtung? Ähm, ja, also wie das Schockereignis ausschauen wird, eine gute Frage. Das Problem ist natürlich unter den Europäern, also es gibt sozusagen ein Konvolut an Irrtümern. Das eine ist natürlich also natürlich zu einem gewissen Maß verständlich, unsere enge Bindung zu den USA, die unter der beiden Zeiten natürlich auch zu einem gewissen Grad funktioniert hat, Na obwohl gut, natürlich das war ja der erste Ruck, der Schock, dass Trump gewählt wurde. Da hätte man doch mal da, aufwachen können. dass das natürlich jetzt mit Trump sich sich fundamental gewandelt hat. Das Problem natürlich, man sieht auch in den europäischen Köpfen, dass es extrem schwierig ist, da die Schlüsse daraus zu ziehen. Also wir haben jetzt 8 Monate gebraucht, um Trump zu überzeugen, dass wir zumindest amerikanische Waffen kaufen können. Ja, das ist eine extrem, in 8 Monate ist ein extrem langer Zeitraum, in der wir wirklich stillgestanden sind, in der wir aber auch kaum andere Entscheidungen getroffen haben, etwa die europäische Produktion in gewissen über jetzt Artilleriemunition und Fliegerabwehr hinaus irgendwie zu steigern. Ähm, Das zweite ist auch europäische Rüstungskooperation. Leider muss ich sagen, wir sehen aus Firmeninteressen und aus Partikularinteressen eigentlich alle deutsch-französischen Rüstungsprojekte komplett in den Sand verlaufen. Also sowohl FCAS, würde keinen Cent mehr dafür ausgeben, dass FCAS irgendwie kommt. Das ist also der Eurofighter-Nachfolger, das nächste Projekt einer gemeinsamen deutsch-französischen Kampfflugzeugs. Das scheitert im Grunde daran, dass Dassault eine absolute technologische Vormachtstellung drin reklamiert und Airbus, also Airbus Military ist eben großteils deutsche Firmen oder aus deutschen Firmen hervorgegangen, will diese nicht einräumen. Auf der anderen Seite kann sich die Politik nicht entscheiden und zu sagen, okay, gut, dann war es halt nichts, also Rafale und Eurofighter kamen auch ursprünglich aus derselben Programm Schublade und dann sozusagen trennt man sich halt und sagt, okay, gut, nee, Airbus baut was Eigenes oder Airbus macht mit dem Briten mit der Tempest aber auf jeden Fall, wir brauchen noch die nächsten Kampfflugzeuge. Das passiert auch nicht. Das Zweite ist, wir haben natürlich immer bei den Beschaffungsvorgängen immer noch sehr kleinteilig. Wir sind, Es gibt immer noch dieses Muster, ja, der Goldrandbestellungen, dass also wenn System X gekauft wird, dann muss die eigene Industrie beteiligt werden. Es gibt keine Arbeitsteilung. Also da sind wir immer noch extrem weit hinten nach. Und das Mhm. Ganze hemmt natürlich dann Hochfahrenproduktion, das hemmt natürlich dann eine einheitliche Beschaffung. Die Ukrainer kriegen nach wie vor ein ganzes Konvolut unterschiedlicher Fahrzeuge in den Hof gestellt, wenn sie überhaupt noch was in den Hof gestellt bekommen. Man muss sagen, die Nachschublieferungen 2025 sind erschreckend gering, wenn man sie mit 2024 und 2023 vergleicht. Natürlich spielen jetzt Fahrzeuge im Vergleich zu Drohnen nicht mehr diese schlachtentscheidende Rolle, aber sie spielen trotzdem noch eine Rolle. Also sie spielen in der Minimierung von Personalverlusten eine Rolle. Sie spielen vor allen Dingen beim Halten der Front für schnelle Gegenangriffe, für Verzögerungskämpfe doch noch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und ja, die Ukraine muss das halt jetzt mit dem Pickup machen und die Russen mit dem Esel. Und wenn die Ukrainer das mit dem Schützenpanzer machen könnten und die Russen mit dem Esel, dann wäre Vorteil Ukraine. Ist aber nicht. Ja, also diese Unentschlossenheit des Westens, diese fatale, die muss ja beseitigt werden und welcher Ruck da durch unser Land, durch unser Europa gehen muss, das kann ja eigentlich nur ein massiver Schlag wieder sein, der dann eine ruckartige Wirkung hat, wie ein Angriff auf meinetwegen das Baltikum oder so. Aber was für ein Angriff aufs Baltikum könnte stattfinden? Ich wollte das jetzt erstmal als nächsten Punkt bringen. Ich wollte erstmal nochmal sagen, wir brauchen doch eine europäische Führungsfigur. Jemand, der in der Lage ist, die Situation zu schätzen und dann die Führung zu übernehmen. Und der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz hat eigentlich einen sehr guten Ruf bei den ausländischen, bei den anderen Nationen, wie ich so sehen kann. Er kommt gut mit Trump aus. Die Engländer haben eine hochgute Meinung von ihm.
Wie siehst du das? Könnte Friedrich Merz so eine Führungsfigur sein? Also ich denke, Deutschland steht jetzt wirklich vor der Bewährungsprobe. Wir haben das Problem, dass die Franzosen und die Briten pleite sind. Das ist ein riesiges Problem. Die französische Staatsschuld ist enorm hoch und die Briten haben enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten wegen dem Brexit. Und da ist es im Grunde so, dass eine verteidigungsindustrielle Richtungsentscheidung schon sehr stark auf deutschen Schultern lastet, weil es ist die größte Industrienation. Es ist, oder das hat Merz gesagt, er will auch sozusagen die Bundeswehr zur zentralen, schlagkräftigen, konventionellen Armee in Europa machen. Und das hätte natürlich einen Zugeffekt. Das ist alles gut. Es kommt natürlich jetzt reichlich spät. Wie sozusagen, ja, bis die Bundeswehr in die Gänge kommt, braucht es Zeit. Es ist ja nicht nur eine Frage der Materialbeschaffung und Geld in die Bundeswehr reinzustecken, es ist auch eine Frage der Reorganisation der Bundeswehr, von der Wehrpflicht angefangen bis zum Beschaffungswesen, bis dann eben zu Dienst- und Verfahrensvorschriften, wo die Bundeswehr schon durch einfach 30 Jahre Friedensbetrieb ohne das Bewusstsein, wir könnten eigentlich mit diesem Laden auch in den Krieg gehen müssen, sagen wir so, sehr viel bürokratischer Wildwuchs entstanden ist, der natürlich im tiefen Frieden okay ist, aber der in der gegenwärtigen Situation recht schwierig ist. Ähm, das, äh, Hm. Das kommt so langsam. Das Problem ist natürlich, die Geschwindigkeit ist relativ gering. Und wenn man sieht, es hat sozusagen dann auch leider auch begrenzte Sogwirkung. Also Polen steht immer noch in einer innenpolitisch extrem schwierigen Situation. Tusk kann auch nicht sozusagen Deutschland irgendwie groß die Hand reichen, weil eben die PiS das sofort ankreiden würde. Wenn man sich die letzte Präsidentschaftswahl anschaut, es steht da auch spitz vor Kopf. Mhm. Und, und die anti-ukrainischen Stimmungen in der polnischen Rechten, die werden immer stärker. Also die PiS Mhm. sieht ja auch die Konkurrenz durch Konföderacja und dann auch sozusagen auch doch dann neue Präsidenten und Parteien, die noch rechts von Konföderacja stellen. Also das ist schon ziemlich hart, was da abgeht. Wir haben natürlich bei den skandinavischen Staaten, bei Schweden, Dänemark, Norwegen, auch Großbritannien, jetzt auch enge Kooperationen. Es ist ja nicht nur sozusagen die deutsch-britische Kooperation, auch mit den Norwegern, mit den Schweden läuft es eigentlich ganz gut, aber das ist noch nicht ganz Europa. Dann ist sozusagen die schwierige Lage in Frankreich und dann haben wir einen relativ apathischen Süden. Wenn Italien und Spanien zwar Glückwunschkarten geschrieben werden, aber wirklich machen, also Italien noch mehr als Spanien, aber viel gemacht wird natürlich nicht. Und Ja gut, aber wir haben auch noch einen durchwachsenen Osten. Wir haben da ja Tschechien, die da auch anfangen zu wackeln, wie ich gehört habe. Und dann selbstverständlich Ungarn als dauertrojanisches Pferd und Fico, der slowakische Präsident, der ein offener Putinist ist. Also da sieht es nicht gut aus. Also was kann man tun als EU und als NATO mit solchen Mitgliedern? Die, ne, das ist natürlich schwierig. Das Problem ist, man kann es im Grunde nur links liegen lassen. Also man wird Orban nicht ändern. Ähm, Man kann nur suchen, dass man eben Entscheidungsmechanismen finden, die Orban und eben die Slowakei ausspannen. Das Problem ist, desto mehr solche Trolle man kriegt, desto dysfunktionaler werden Institutionen. Man muss sagen, die NATO ist da ein bisschen flexibler, weil die NATO ist ein Paradoxon. Auf der einen Seite muss alles mit Einstimmigkeit beschlossen werden. Auf der anderen Seite ist natürlich Artikel 5, ein Staat ruft ihn aus und damit sind sozusagen die anderen Staaten verpflichtet, denen nachzukommen. Also ein Staat sagt, ich bin angegriffen, ich bin Opfer eines bewaffneten Überfalls und dann kann natürlich jeder Staat für sich entscheiden, wie er dem nachkommt. Dann wird natürlich Ungarn eine Glückwunschpostkarte schreiben, die werden da an keiner Gesamtverteidigung mitmachen, aber andere Staaten eben nicht. Aber das bietet eine gewisse Flexibilität, dass eben dann im Falle des Falles eben der Kern der Europäer sich schon zusammenrauft und sich aufrafft, dagegen zu stemmen. Was ich auch glaube, dass sie machen würden. Das Problem ist, Putin hat uns jetzt im Zuge der ganzen Ukraine-Unterstützung als eigentlich kontinuierliche Waschlappen kennengelernt und ich weiß nicht, ob sich das in seinem Gedächtnis auch eingebrannt hat, was wir eigentlich könnten, wenn wir wollten. ja, das Aber absolute Haupt. das macht mir am meisten Angst in der Ja. ganzen Sache. Nicht, dass die Europäer so unmächtig und unfähig sind, dass sie nie was können und das natürliche Opfer sind, sondern dass wir uns
als das natürliche Opfer generiert haben, als dass wir dann wahrgenommen werden. Äh, Ja, Mhm. Ja, und ja. dann passiert halt was. Also und das andere ganz wichtige Element dieser Debatte ist ja schließlich die Führungsnation der NATO, die USA, die die Hälfte des gesamten NATO-Budgets gestellt haben, sind inzwischen wegen Donald Trump absolut unzuverlässig geworden. So, das ist ja auch eine weitere Einladung an Wladimir Putin, dass er jetzt mal die NATO austesten wird. Und deswegen sehe ich einem Waffenstillstand, einem sogenannten Frieden, wie die das dann immer nennen, die Pazifisten, einem Waffenstillstand sehe ich extrem skeptisch entgegen, denn Putin wird definitiv diesen Dorn in seinem Auge, die NATO, versuchen zu beseitigen. Es gibt ja diese absurde Forderung, wo er gesagt hat, die NATO soll sich zurückziehen auf ihre Grenzen von 1995. 97, ja. Ach, Ja, wieder nein, mal das ist, falsche Jahreszahlen, äh, sorry, 97. ich glaube, am Wochenende ist auch ein Artikel von einem ehemaligen russischen Diplomaten, der sich also 2022 abgesetzt hat, erschienen, ich glaube auf T-Online, in dem er beschreibt, sozusagen Putins Ziele gehen ja über die Ukraine weit hinaus. Die Ukraine ist ein Zwischenschritt, um Russland zur Großmacht zu machen und zur Europa dominierenden Großmacht. Die Zerschlagung der NATO und der Europäischen Union sind das langfristige Ziel. Und da hat er absolut recht. Also diesen Artikel kann ich eins zu eins unterschreiben. Und sozusagen, wenn ich das sage, dann heißt er ja NATO-affiner Kriegstreiber aus dem Verteidigungsministerium oder aus einer Streitmacht. Aber da sagt es ein russischer Diplomat. Und ja, sollte man gelesen haben. Das Problem ist natürlich, und da ist auch wieder, wie nimmt Putin die Weltlage wahr? Und das russische strategische Denken ist extrem Amerika fokussiert. Für Russland ist die NATO ein Warschauer Pakt der Amerikaner. Im Warschauer Pakt war die Sowjetunion der dominierende Faktor, hat allen anderen Staaten gesagt und genau vorgeschrieben, was sie militärisch, außenpolitisch zu machen haben. Die waren ja keine, die DDR oder die GSSR, das waren ja keine souveränen Staaten, das waren ja russische Vasallenstaaten. Und ähnlich sozusagen von sich auf andere schließen, das machen ja nicht nur unsere Wandel durch Handel-Leute, die sozusagen das eigene ökonomische Rational des der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung auf Russland projizieren und glauben, die denken genauso. Das machen die Russen ja umgekehrt auch mit sich und so projizieren ihr eigenes machtpolitisches Denken auf die USA und auf die NATO. Und da ist natürlich sozusagen der logische Schluss, wenn die Sowjetunion kollabiert, kollabiert der Warschauer Pakt. Wenn die USA politisch kollabieren, dann kollabiert die NATO mit ihnen. Das ist natürlich, weil die NATO eben nicht der Warschauer Pakt des Westens ist, sondern innen ganz anders funktioniert und aus souveränen Staaten besteht, die im Notfall immer auch noch die richtige Entscheidung treffen können, egal ob Daddy Donald spinnt oder nicht, ist es eben genau nicht so. Nur das Problem ist, das ist im russischen strategischen Bewusstsein nicht vorhanden oder unzureichend vorhanden, dass es eben so ist. Mhm. Und das ist eine brandgefährliche Situation, weil, wie gesagt, aus dieser Wahrnehmung, aus dieser Amerika-Fixierung heraus ähm, die quasi die Einladung entsteht, im Falle eines amerikanischen Patts, eines politischen Patts, die NATO zu testen. Und ich muss sagen, hier in der amerikanischen Innenpolitik, da wird es nicht schöner. Also Donald Trump hat heute oder gestern Abend in Interviews, also für unsere Europäer, glaube ich, gestern Abend oder heute früh, ja schon über politische Prozesse gegen Joe Biden und Barack Obama, also Hochverratsprozesse gesprochen. Wir sehen über Tulsi Gabbard eine totale Politisierung der Geheimdienste. Wir sehen über den Supreme Court schon eine weit vorausgeschrittene Unterhöhlung der Gerichtsbarkeit und eine Politisierung der Rechtsprechung. Das alles wird weitergehen. Die Demokraten sind zwar zurzeit noch ähm, quasi unfähige Opferlämmer, aber wer weiß, ob das ewig so bleibt, ob sich da auch kein Widerstand rührt. Gerade um die nächste amerikanische Präsidentschaftswahl wird es extrem spannend. Donald Trump, denke ich, wird alle administrativen Ressourcen nützen, um versuchen, die Wahl zu gewinnen, bis hin zu manipulieren. Er hat ja schon im 2020er Wahlkampf versucht, in diesen Wahlkampf einzugreifen, lokale Mhm. Wahlbehörden unter politischen Druck
seine Verschwörungstheorien irgendwie umzusetzen oder zu bestätigen. Also das wird alles nicht schöner mit einem Donald Trump, der eben durch Druck, durch Angst, durch Erpressung gerade den politischen Prozess in den USA zu monopolisieren versucht. Und eine zum Beispiel 2028, 2029 eine Wahlkrise, in dem, weiß Gott was, wer auch immer demokratischer Kandidat wird, knapp gewinnen könnte. Trump eben dann über Manipulationen, über Anordnungen versucht, die Wahl zu kippen, das Massenproteste auslöst, so eine Wahlkrise, Gerichtsverfahren entstehen, die durch die Instanzen gehen, etc. Das könnte natürlich, also das wäre viel schlimmer als alles, was wir jetzt haben. Und in so einer Lage äh, die NATO zu testen, wäre aus russischer Sicht durchwegs eine Verlockung, weil man eben sieht, dass quasi der zentrale Hegemon jetzt eine Art, wie die Sowjetunion im August 1991 eine Art Putschkrise hat und jetzt ist sie schwach, jetzt setzen wir Taten. Also das sind in der Tat wirklich beängstigende Szenarien und da ist mir noch beängstigenderes Szenario in den Kopf gekommen, als du jetzt gerade geschildert hast, dass Donald Trump mit allen Mitteln an der Macht kleben wird und vielleicht höchstwahrscheinlich die nächste Wahl versuchen wird zu manipulieren oder die Verfassung zu ändern, dass er nochmal Präsident ist. Mir kommt noch ein schlimmeres Szenario in den Kopf, nämlich, dass irgendjemand, und das wäre im Sinne der Russen, Donald Trump ermorden würde und dann wäre J.D. Vance automatisch Präsident, ungewählt. So wie damals Gerald Ford Präsident geworden ist, als Richard Nixon zurückgetreten ist. Also, und J.D. Vance, den halte ich noch für einen viel gefährlicheren Typen als Donald Trump, denn der ist intelligent und der ist jung. Der kann nach meinem Dafürhalten noch viel mehr Schaden anrichten. Was, Das ja, Das ist natürlich auch ein Momentum der Möglichkeit. Ähm, schrecklich, dass ich sowas ich gesagt habe weiß nur jetzt. nicht, also bös gesagt, es sind zwei Komponenten. Also ja, ich mag G.D. Vance auch nicht. Ich halte ihn auch für einen brandgefährlichen Politiker. Ich halte auch eine Vance'sche republikanische Partei für gleich autoritär wie eine Trump'sche. In dem Sinn geht von ihm die gleiche Gefahr für die amerikanische Demokratie und die verfassungsmäßige Ordnung in den USA aus. Ähm, Das Zweite ist natürlich, ich glaube, es so ein Wegbewegen der Amerikaner aus Europa und ein Wegbewegen den, aus dem Selbstverständnis als europäische Macht ist eine unumkehrbare Entwicklung, die einfach kommt. Da war Biden, dadurch, dass er alt war, dass er aus dem Kalten Krieg noch sozialisiert ist, eine Ausnahme, aber auch, bös gesagt, viele dieser völlig unausgegorenen, total stupiden Ideen, wie man den russisch-ukrainischen Krieg einfrieren oder beseitigen könnte, stammen ja aus dem demokratischen Lager. Da haben ja Leute wie eben Tucker Carlson im Grunde Der ehemalige Fox-Moderator, ja. Ja, oder auch die Heritage Foundation oder die America First Policy Institutes, die haben ja im Grunde abgeschrieben und ein bisschen simplifiziert und eine konfrontativere und primitivere Sprache umgeformt geschrieben, was Leute wie Samuel Charap oder Jeremy Shapiro oder Kupchan schon vorher geschrieben haben. Und diese Leute kommen aus dem demokratischen Lager. Also ich kann jetzt nicht so sagen, sozusagen, mit den Demokraten wird alles eitel Wonne Sonnenschein, oder gibt es keine Putin-Versteher oder Leute, die sich aus Europa zurückziehen, sondern die gibt es da genauso. Ja. Die Frage ist nur, wird dieser Prozess ein geordneter oder ein ungeordneter? Kann man diese Staffelübergabe, dass den Großteil der europäischen Verteidigung die Europäer schultern werden müssen, vernünftig organisieren oder ist der eine Lawine des totalen Chaos? Und werden die USA ein scheidender, aber benevolenter Macht sein, indem sie sagen, okay, zum Beispiel gerade was nukleare Abschreckung geht, es gibt noch eine gewisse Grundfunktion des amerikanischen nuklearen Privilegs.
die wir aufrechterhalten wollen, weil wir einfach nicht wollen, dass sozusagen die ganze Welt mitkriegt. Wir geben sozusagen vor jedem nuklearen Schreckgespenst klein bei und sozusagen treiben Japan, Südkorea, wen auch immer in ein eigenes Nuklearprogramm, weil wir sozusagen hier zu schwach sind und machen sozusagen eine organisierte Übergabe an die Europäer. Oder wir haben eben Trumpsches Chaos, in dem das nicht funktioniert, weil die amerikanische Innenpolitik viel zu volatil, viel zu sprunghaft ist und weil gewisse eigene amerikanische Ambitionen, wie zum Beispiel Grönland in Besitz zu nehmen, einfach sozusagen einen direkten amerikanisch-europäischen Konfrontationskurs vorbestimmen. Und da muss ich sagen, ich weiß noch nicht ganz, wie ich da G.D. Vance einordnen soll. Er ist zweifelsohne ein Isolationist und ein Rückzieher. Die Frage ist nur, kann man mit ihm reden, dass man das Ganze ordnet? Das ist eine Sache, die man jetzt meiner Ansicht nach noch nicht wirklich bewerten kann, weil ich meine, er ist auch ein Lakai seines Herrn und er weiß, wie er ihm zu dienen hat und er weiß, dass sein Herr sehr sprunghafte Meinungsänderungen hat und dem sozusagen, dem streut er ja sozusagen vorauseilenden Gehorsam. Das ist er, aber wenn man jetzt sich an dieses Oval Office Debakel Ja. zurückerinnert, wie da J.D. Vance agiert hat, da muss man eigentlich sagen, er hat sich nicht aufgeführt wie ein Lakai, sondern er hat auch sehr selbstbewusst selbst das Wort ergriffen und auf eine sehr unschöne Art und Weise den ukrainischen Präsidenten Zelensky zur Schnecke gemacht, so dass ich auch von J.D. Vance einfach charakterlich wirklich nichts Gutes erwarte. Nö, das kann ich unterschreiben. Und er hat ja auch damals noch nachgestoßen. Und er ist sicher ein anti-ukrainisch eingestellter Mensch. Absolut. Die Frage ist die, wenn ich rein aus europäischer Sicht hingehe und sage, okay, Mr. Vance, ja, du magst die Ukraine nicht, das ist sozusagen dir vorbehalten. Aber wenn sozusagen die amerikanische Rolle diese und diese Grenzen überschreiten, dann ziehen wir hier auch Konsequenzen, indem wir, und das fängt dann von Zöllen an bis zu Rückzug aus Rüstungsabkommen. Das hat alles Konsequenzen. Das ist ja nicht so, dass die Europäer hier komplett zahnlos gegenüber den Mhm. Amerikanern sind. Und da ist natürlich schon die Sache so, dass ein Vance die Implikationen solcher Dinge und die langfristigen Trendbrüche schon genauer versteht als Donald Trump. Natürlich kann man dem nicht mit Freundschaft und transatlantischer Busennähe irgendwie kommen, sondern den muss man halt dann auch mit Erpressung und Nötigung kommen. Aber ich glaube, dass Erpressung und Nötigung da rationaler funktionieren. Ja. Also die Europäer müssen sich auf ihre Funktion als eigenständige Macht besinnen, als Wirtschaftsmacht, die sie sowieso sind, aber auch als Militärmacht. Und jetzt kommt wieder die Ukraine ins Spiel. Und nochmal die NATO angesprochen. Die NATO wurde ja seinerzeit gegründet, um Russland abzuschrecken und im Zaum zu halten. Die Ukraine macht genau das, Russland abschrecken und im Zaum halten. Und gerade eben hast du die Ordnung angesprochen, die in Europa vonnöten ist. Was spricht dagegen, dass man die Ukraine federführend in eine europäische, NATO-europäische Ordnungsstruktur einbindet? Federführend. Denn sie haben ja die beste Erfahrung, die beste Expertise, die größte Kampfkraft. Spricht nichts, also aus meiner Sicht spricht da nichts dagegen. Aber Ja, im Grunde eigentlich nur die ukrainische Innenpolitik selbst. Ähm, also wenn nicht. wir gerade heute, wir sind ja am 22. Äh, Ja, gut, dass du es mal erwähnen. 22. Oktober, 7. 7. Also Ja. in dem Sinne an dem Tag, an dem in der Rada ein sehr ruchloses Gesetz verabschiedet wird, das eben die beiden wichtigsten Ermittlungsbehörden, nämlich das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialstaatsanwaltschaft zur Ermittlung in Korruptionsfällen dem ukrainischen Generalstaatsanwalt unterstellt werden sollen. Und das natürlich ein enormer Bruch der ganzen Reformarbeit ist. Also NABU wurde ja 2016 aus der Taufe gehoben und unter enormen Druck des Westens, weil eben die Ermittlungsarbeit gerade des SBUs immer sehr auch politisiert war, sehr auch von oligarchischen Interessen oder Interessen gewisser ähm,
Geschäftszweige auch geprägt war, weil es hier kein Vertrauen europäischer Investoren gab, etc. Die Staatsanwaltschaft, die SAPO, also die spezielle Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, war eine noch viel längere Geburt, weil die sich sozusagen das alte System von der Bestellung der Staatsanwälte bis zur Hintergrundüberprüfung, bis dann zur Bestellung einer Leitungsfunktion ähm, gesträubt hat bis ins Letzte. Da gab es ein kurzes Window of Opportunity in der erste Generalstaatsanwaltschaft, den Zelensky bestellt hat nach 2019. Der war wirklich gut. Der hat ein halbes Jahr Zeit gehabt für Reformen. Dann gingen die Reformen. Der Bankrott war zu weit und er wurde abgeschossen. Und also da ist sozusagen, da ist viel interne Reformarbeit, die jetzt quasi vor dem Scheitern steht. Und wenn das natürlich passiert, dann wird es kritisch, weil es kann in der Ukraine auch oder sagen wir so, dann sehen viele Europäer die Ukraine in eine Art georgisches Szenario rutschen, wo eben eine Partei die Macht monopolisiert und durch eine Kontrolle der Richter und Staatsanwälte die Justiz instrumentalisiert als Machtinstrument gegen die jeweilige andere Opposition. Ich meine, die ukrainische Opposition ist zum Teil, also ich bin jetzt kein Poroschenko-Anhänger, Mhm. und Poroschenko hat ja nach im Grunde genau denselben Regeln gespielt. Also ich kenne auch die Sokin-Krise und die ganzen Streitereien damals um die SPU-Reform, die Poroschenko verzögert und verschleppt und vertragen hat. Jetzt wirft er natürlich Zelensky genau das vor, was er damals auch gemacht hat. Aber das Problem ist, wir haben natürlich eine extrem politisierte Innenpolitik und da muss man sagen, ich meine, Netanyahu hat wenigstens versucht, nach dem 7. Oktober eine Einheitsregierung zustande zu bringen. Die ist dann zerfallen an verschiedenen Dingen und vor allen Dingen an Netanyahu selbst. Aber er hat es wenigstens probiert. Und in der Ukraine war dieser Burgfrieden, der war nicht von sehr horrend langer Dauer. Und das ist eigentlich meiner Ansicht nach die einzige wirkliche Hindernis. Militärisch ist die Ukraine ja, hat die Drohnenrevolution durchgemacht, hat enorm viel Kampferfahrung jetzt. Gerade die junge Generation an Offizieren ist ein ganz anderer Schlag als die alte Generation, die im Großteils noch aus sowjetischen Kriegsschulen kommt. Da hat das Land an und für sich eine große Zukunft. Die Frage ist, ob, ob es die eben, ob wir bereit sind, sie militärisch so weit zu unterstützen, dass sie die haben kann und ob die ukrainische Innenpolitik sich nicht jetzt zum Besseren dreht oder ob hier ein interner Konflikt entsteht. Also da bin ich vor allen Dingen die Geschwindigkeit, mit der jetzt die Nachrichten, dass dieses Gesetz kommt in dieser Brutalität, sind ja nicht neu, die haben sich in den letzten Wochen schon verdichtet. Und trotz aller informeller Warnungen an Bankova, das nicht zu machen, kam es jetzt mit sozusagen Verlust und Geschwindigkeit. Ja, das tut dem Ganzen nicht gut. Ja, manchmal fragt man sich wirklich, äh, aber ich fand es gerade interessant, dass du das Hauptproblem in der Ukraine siehst. Und ich hatte nämlich bis jetzt das Hauptproblem in der Unterstützung der westlichen Welt für die Ukraine verortet. Denn das geht mir auch zu langsam oder viel zu unstrukturiert und zu chaotisch. Und das ist für die Ukraine sehr bitter, dass sie das einfach alles alleine durchfechten müssen, in Anführungszeichen. Stichwort Taurus, würde ich ja nochmal Ja. ganz gerne dieses Wort nochmal ins Feld bringen. Warum werden die Taurus immer noch nicht geliefert? Du hast bei unserem letzten Interview gesagt, nach deinem Dafürhalten werden die nicht mehr geliefert. Also um auf das letzte Thema noch zurückzukommen, ich glaube, die Zögerlichkeit des Westens hat eine durchaus eine psychologische Mitschuld an dem, was jetzt gerade in der Ukraine Mhm. passiert. Definitiv. Denn das Problem ist, aus Sicht Zelenskys und des Regierungsteams so nach dem Motto, wir haben jetzt 3,5 Jahre die Front gehalten, wir verteidigen Europa. Die schaffen es nicht mal, irgendwo alte Panzer zusammenzukratzen und jetzt machen sie auch noch Vorschriften, wie wir das Land verwalten sollen und schaut Ja. mal direkte Unterstellung von Ermittlungsbehörden unter den Generalstaatsanwalt und deren politischen Kontrolle. Das gibt's in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ländern in der Europäischen Union auch. Ich meine, hier in Österreich ist das Justizministerium, da ist die Staatsanwaltschaft, ist dem weisungsgebunden unterstellt. Wir haben über einen Großteil der Zweiten Republik Justizminister gehabt, die direkt
Staatsanwälte angewiesen haben, meine Freunde werden nicht untersucht und Korruptionsprozesse passieren immer nur, nachdem eine Partei aus der Regierung ausscheidet, dann kann sie untersucht werden. Also da ist natürlich diese Bitterheit, die spielt da mit rein. Und dieses Versäumnis, die Ukraine wirkungsvoll zu unterstützen und nicht nur auch sozusagen durch symbolische Gesten und Zögerlichkeit, die spielt viel in diese Verbitterung mit rein. Und das haben auch schon Jahre bevor das kam, Intellektuelle aus der Ukraine immer wieder gesagt, so mit eurer Unentschlossenheit, ihr züchtet die nächste Generation an anti-westlichen Ukrainern. Die werden nicht pro-russisch, aber die werden auch nicht pro-westlich, weil sie, indem ihr euch gegenüber dem Land verhält, eigentlich einen Verrat an euren eigenen Werten sehen und Ja. eine Ja. enorme Hypocrisy. Mhm. Und leider haben sie da nicht so ganz Unrecht. Ich sehe zwar die Ukraine nicht ins anti-westliche Lager kippen, allein wenn ich mir die zivilgesellschaftlichen Aufschreie heute anschaue, auch aus vielen Bereichen der Front, gerade von Soldaten kommen komplett schockierte Meldungen. Also so dieser Glaube, ja, dann marschieren die Soldaten auf, sozusagen, dann errichten die ein autoritäres System. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die kämpfen für Rechtsstaatlichkeit. Die stehen ja jetzt auch gegen ein totalitäres Willkürregime im Krieg. Die kämpfen genau dafür, dass es eben ihren Kindern nicht mehr so gehen muss, dass sie für Antikorruptionsreformen auf die Straße gehen müssen, sondern dass sie in einem Europa sind und in einer Ukraine sind, die eben nicht mehr so korrupt ist. Da ist, denke ich, doch das demokratische Bewusstsein in der Ukraine, in der ukrainischen Bevölkerung weit tiefer, als wir das beobachten. Aber der Westen hat wirklich auch viel getan, um dieses Selbstverständnis zu unterminieren und den demokratischen Stolz zu untergraben. Und Jetzt das, zu Taurus. okay. Ähm, warum ich nicht mehr glaube, dass er geliefert wird, naja, es ist sozusagen der Hauptverhinderer von Taurus ist ja immer noch in der Regierung und es gibt da auch sozusagen äh, unter den alten Genossen immer noch diese Hemmschwelle und es kursieren ja immer noch sozusagen die Märchen, die Olaf Scholz ja in die Welt gesetzt hat, ja weiterhin fort. Also diese ganze Eskalationsromantik, also Russland wird Deutschland unmittelbar nuklear angreifen, wenn Deutschland Taurus liefert. Das Wunderwaffensyndrom, das sind ganz, ganz furchtbare Waffen, wie Scholz gesagt hat, die also sozusagen, die sind so furchtbar und grausam und weitreichend, die kann man den Ukrainern nicht in die Hand drücken, weil das würde den Krieg irgendwohin eskalieren und Russland setzt dann die zweite Garde Wunderarmee aus dem Wunderland ein, die bis jetzt noch nie im Krieg war und die marschiert dann auf Kiew und massakriert alle, nur weil Deutschland die Taurus geliefert hat. Also die ganzen Irrbilder, die leben ja noch in dieser Partei fort. Und obwohl natürlich, also ich denke, Klingenbeil hat schon kapiert, dass das Unfug ist, aber man versucht eben, um den Parteifrieden herzustellen, irgendwie Workarounds zu finden. Das Zweite muss ich auch sagen, ich habe ja vorher schon auch besprochen, also der Krieg hat seine Phasen und jede Phase hat so ihr Waffensystem, das den Ukrainern besonders wichtig wäre. Und Taurus war auch so ein Waffensystem des Jahres 2023. Damals gab es eben die Bemühungen um eine Gegenoffensive zum Asowschen Meer und dann das Abschneiden Ja, der Logistik der Krim. ja, aber die steht ja immer noch, diese Krimbrücke. Die Krimbrücke steht immer noch, sie ist mittlerweile nicht mehr so belastbar. Das Problem ist, und die Landoffensive ist auch unter ferner Liefen. Das heißt, die, der Einsatzzweck, für den Taurus aus ukrainischer Sicht bestimmt war, der ist nicht mehr so dominant. Und Taurus hätte mittlerweile, es hätte auch nicht mehr diese Schockwirkung auf die russischen Kräfte. Das Problem ist, die Russen haben sich, Taurus ist nicht viel anders als Storm Shadow und Scalp. Ja, ich weiß, natürlich für Olaf Scholz ist es eine deutsche Wunderwaffe, weil sie von Deutschen gefertigt wurde und nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Franzosen, sondern von Deutschen. Deshalb ist sie ja blond und blauäugig und Wunder. Aber es ist ein Marschflugkörper. Sorry, Kinder, es ist ein Marschflugkörper. Er hat sogar einen sehr ähnlichen Gefechtskopf im Vergleich zur Scalp und Storm Shadow. Und die Russen haben sich in weiten Teilen schon darauf eingestellt, wie man Storm Shadow und Scalp abschießt. Je nachdem, wie die Ziele verteidigt sind, die angegriffen werden, haben die Russen relativ hohe Abschussquoten bei diesem Marschflugkörper. Und die Reichweite ist natürlich im Vergleich zu dem, was heute in dem Krieg gebraucht wird, völlig unzureichend.
mein, die Fertigungsstätten für die Shahid-Drohnen, die befinden sich etwa 1200 Kilometer von der Ukraine entfernt. Ähm, Okay. 1200 Kilometer zu schießen, da muss man sagen, die Rakete, die dorthin fliegen müssten, die müsste durch den russischen Fliegerabwehrgürtel, der um die Ukraine selber gestrickt ist, durch. Das heißt, die müssten im Tiefflug fliegen, wo sie mehr Luftwiderstand haben, wo sie Manöver fliegen müssen, Konturenflug, all das setzt die Reichweite dramatisch nach unten. Dann können sie wahrscheinlich ein bisschen Marschflug über gewissen Teilen Russland haben, dann gehen sie nochmal in einen Zieländeranflug, wo sie nochmal Energie verbrauchen. Das heißt, um mit einer wirkungsvollen Waffe diese 1200 Kilometer wirklich schießen zu können, bräuchte ich eine Waffe mit mindestens 2000 Kilometer Reichweite, wenn nicht mehr, um den Reichweitenverlust durch Abschuss aus der eigenen Tiefe, Frontdurchbruch und so weiter überhaupt bewerkstelligen zu können. Und das ist Taurus nicht. Also sorry, Kinder. Deutschland will ja auch amerikanische Tomahawk kaufen, weil sie mittlerweile selber drauf gekommen sind, dass die Reichweite von Taurus völlig unzureichend ist. Den Ukrainern geht's da genauso. Na gut, aber für die Krimbrücke würde der doch reichen. Und diese Krimbrücke steht noch und der Taurus könnte sie zerstören. Und die Russen könnten die nicht abwehren. Also warum liefern wir das? Also Ja, das oder Problem ist, das ist nicht? ein bisschen einfach. Also wir könnten die Krimbrücke wahrscheinlich statisch beschädigen, um sie wirklich umzureißen, müssten wir der Ukraine mittlerweile sehr viele Taurus schicken. Bei der Abfangquote, die die Russen gegen Marschflugkörper haben, müsste das, aber es wäre natürlich, es wäre natürlich ein Einsatzmittel, den man gegen die Krimbrücke einsetzen könnte. Ähm, Aber das wollen wir aber scheinbar nicht. Aber ja, wobei Ich auch habe jetzt die operative Bedeutung der Krimbrücke nicht mehr die ist, wie sie 2023 war. Aber das aber ist die psychologische, das würde Putin extrem wehtun und da hätte der keinen Spaß. Das wäre an das sich. stimmt, aber bös gesagt, also wenn man jetzt wenn man jetzt der Ukraine wirklich helfen will, ich würde fast sagen, erstens die ukrainischen ballistischen Raketen, also die Chrym 2, die in etwa eine gleiche Reichweite wie Taurus hätte. Wäre ein Projekt, wo man einsteigen kann mit technischer Unterstützung, um das Ding präziser zu machen. Massenfertigung, man könnte Lizenzfertigung in Europa machen, um auf größere Stückzahlen zu kommen. Neptun kann man Reichweiten steigern mit entsprechenden Kleintriebwerken aus europäischer Fertigung, mit Spezialteilen. Dann würde Neptun auch deutlich weiter schießen. Mhm. Auch hier wäre Lizenzfertigung in Europa, in größere Massenfertigung gehen, etwas, was man antun kann. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wie Friedrich Merz von der Unterstützung Deutschlands für ukrainische Fernwaffen gesprochen hat, dass er genau das meint, aber das ist jetzt leider nicht der Fall. Das wäre enorm wirkungsvoll, weil erstens, also die Neptun hätte die Reichweite oder hätte in einer reichweitengesteigerten Version weit mehr Bedeutung als die Abstandswaffen, die wir selber an die Ukraine zurzeit liefern. Die Chrym, also die ballistische Rakete, hätte eine weit höhere Chance, durch die russische Fliegerabwehr durchzukommen als jeder Marschflugkörper. Also egal, ob das Taurus oder Storm Shadow ist. Und Mhm. die Europäer, und deshalb auch Lizenzfertigung, die Europäer haben also es gibt keine europäische taktische ballistische Rakete. Es gibt keine. Es gibt ein paar europäische Staaten, die wollen Atacams kaufen, aber das ist es. Das ist ein amerikanisches System und die Amerikaner haben den technischen Finger drauf. Also jetzt wäre im Grunde durch eine Industriekooperation mit der Ukraine ein System vor unseren Füßen, das wir dann auch selber bauen können, wo die Lieferkette beherrschen und das unseres wäre. Und wir sehen ja, wie wirkungsvoll diese Dinge in der Ukraine sind. Wir sehen, wie sehr die gebraucht werden. Wir sehen, wie viel effektiver eine ballistische oder quasi ballistische Rakete im Vergleich zu einem luftatmenden Marschflugkörper ist. Und wir drucken uns immer noch herum. Wir haben jetzt 8 Monate Donald Trump auch hier quasi ins Leere streichen lassen und haben keine Entscheidung getroffen. Das muss ich ehrlich sagen, das tut mir weit mehr weh, als Taurus nicht zu liefern, Mhm. weil dadurch erstens der Ukraine eine Kapazität verloren geht, die sie bräuchte, und zweitens auch der Bundeswehr eine Kapazität verloren geht, die sie bräuchte, weil bei der Bundeswehr hat auch jeder gesehen, dass man für den Kampf gegen die russische Tiefe
erstens nicht nur ein isoliertes System braucht, sondern mehrere. Und das Zweite ist, dass man die Dinge in weit höherer Stückzahl braucht, weil eben ein guter Teil von denen noch abgeschossen werden und die Russen über auch eine Hm. Luftwaffe und Fliegerabwehr verfügen. Und wenn ich über Sättigungsschießen veranstalten will gegen kritische russische Einrichtungen, Führungsbunker etc., dann muss ich in die Quantität kommen. Und da ist natürlich ein Flugkörper, auch wenn so nach dem Krieg ich dann zum Beispiel ukrainische Produktion nach dem Krieg für die Bundeswehr mir earmarke und sage, okay, ich baue jetzt in der Ukraine ein paar Werke auf, die das Ding in großer Zahl ausstellen und sozusagen, solange der Krieg läuft, produziere für die ukrainische Armee und danach sozusagen sichere ich mir Return of Investment, dass ich quasi für die Bundeswehr oder für mir ist auch für ein europäisches Raketenkonsortium mir Munitionsvorräte sichere, wäre das auch eine Win-Win-Situation, denn auch wenn dann zum Beispiel Hyperschallwaffen oder andere modernere Waffen ähm, Einsatzreife verlangen, eine in der Ukraine gefertigte Waffe wird um vieles billiger sein als alles, was wir in Europa zusammenbasteln. Und wenn ich in die Quantität gehen muss, dann brauche ich auch solche billigen Systeme, weil ich kann eben genau Sättigungsangriffe nicht mit sozusagen High-End dem teuersten vom teuersten veranstalten. Oder ich kann es schon, aber es ist natürlich Irrsinn. Ja, sicher. Und allein zum Ausschalten von Fliegerabwehr, zum Ausschalten von Frühwarnposten etc. in einem tief gestaffelten Angriff gegen eben den russischen Nachschub im Falle eines Angriffs auf und Kommandostrukturen im Falle eines Angriffs auf das Baltikum brauche ich weit mehr Flugkörper und weit sozusagen verschieden gestaffelte Flugkörper mit verschiedenen Fähigkeiten, als wir jetzt in unserem Arsenal haben. Also da ist, wie gesagt, finde ich auch aus Sicht der europäischen Sicherheit gerade das größte Versäumnis, dass wir da viel zu ignorant sind gegenüber dem, was die Ukraine tut und was da eigentlich für Potenzial drin stünde. Also das, was du sagst, ist genau der Punkt. Und es geht uns jetzt eigentlich noch verhältnismäßig gut im Vergleich zu dem, was passieren kann. Denn das, was passieren kann, ist so katastrophal, das will keiner. Also die Ukraine muss es jetzt seit 3,5 Jahren durchstehen, nämlich einen echten heißen Krieg. Wir lassen sie stehen, aber das kann uns allen auch blühen. Und deswegen, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass auch solche Formate wie unseres jetzt dazu beitragen, dass die Entscheidungsträger, das wird jetzt wahrscheinlich keiner sehen, aber ich rede jetzt in der Gesamtheit, dass diese Gefahr nicht unterschätzt wird. Und, und wir müssen einfach uns darüber im Klaren werden, wie wertvoll und wichtig unsere Zivilisation ist, unsere westliche Wertegemeinschaft. Ja, also wir müssen die Ukraine unterstützen. Was soll ich sonst sagen? Du weißt es auch. Ja, Ja, und da, um die Taurus-Debatte nochmal abzuschließen, wo ich natürlich einen wirklich praktischen Wert von Taurus-Lieferungen sehe, ist in der Glaubwürdigkeit. Denn ja, bös genau. gesagt, es hat sich Merz jetzt schon mal herausgelehnt und wir müssen immer denken, was für Bilder erzeugen wir mit dem, was wir tun lassen und nicht tun, in Putins Kopf. Und in Richtig. Putins Kopf ist das natürlich ein Abschreckungserfolg. Absolut. Dadurch, dass die Merz hat als Und jetzt auch wieder, denkt euch in Putins Kopf rein. Er ist Amerika fixiert, er glaubt, die NATO ist der Warschauer Pakt Washingtons. Äh, in Amerika gab es einen Präsidentenwechsel. Merz ist erst danach Kanzler geworden und jetzt kuscht er. Wir haben unsere Drohung, wir haben unsere Nukleardoktrin umgestellt. Wir haben spezifisch die Lieferung von Langstreckenwaffen quasi unter Strafe gestellt und jetzt kuscht der Mann. Ja, ja, ja. Das ist natürlich wieder, sozusagen, uns fällt das gar nicht auf. Bei uns ist so, ja, Innenpolitik und die SPD und da gibt es auch die Mütze nicht Dings und die müssen wir zufriedenstellen und wir haben ja und so weiter und sind alles, das ist unsere Logik. Das ist nicht Putins Logik, das ist nicht, wie Putin auf die Lage sieht. Aus Putin auf die Lage sieht, ist, er hat Erfolg gehabt. Abschreckung funktioniert, Einschüchterung funktioniert, Erpressung funktioniert, die Deutschen sind nach wie vor verwundbar. In dem Sinne, aus der Sicht wäre es natürlich gut, wenn wir Taurus liefern. Auch bös gesagt, wenn man sich jetzt von einer Taurus-Lieferung nicht viel militärischen Erfolg versprechen darf, weil, wie gesagt, die Russen haben sich darauf eingestellt, wir brauchen mittlerweile größere Reichweite, wir brauchen das sekundiert durch ballistische Angriffe, weil wir sonst nicht durch die Ja, Fliegerabwehr klar. durchkommen. Alles das. Aber
die Glaubwürdigkeit, und das ist wieder so einer der Dinge, warum ich mal am Anfang gesagt habe, ich habe so meine Zweifel, dass wir das noch da reiten, die Russen abschrecken zu können. Denn auch wenn wir nachrüsten, auch wenn wir unsere eigenen Streitkräfte mittlerweile in Ordnung bringen und alle Länder sind da mittlerweile oder fast alle Länder auf einem Weg dorthin in Europa. Nur das Problem ist, wir haben durch unsere Zögerlichkeit, durch unsere Widersprüchlichkeit, durch unser Einschüchtern lassen, durch unsere zurückhaltende öffentliche Kommunikation eben genau dieses Bild der Schwäche und der Zerstrittenheit und der Abhängigkeit von Washington, das Putin in uns sehen will, bestärkt. Und deshalb, auch wenn wir dann mit mehr Mitteln, mit stärkeren Armeen, mit Einsatzbereitschaften Armeen auf der Matte stehen und zu sagen können, jetzt wären wir abschreckungsfähig, ist das Problem, dass wir psychologisch diesen ganzen Irrsinnigkeiten, die wir in diesen 3,5 Jahren Krieg angerichtet haben, hinterherlaufen müssen, um quasi durch Extramartialität den Russen irgendwie einzubläuen. Also wir sind jetzt nicht mehr diese Waschlappen, für die ihr uns eigentlich immer gehalten habt. Und das ist hochproblematisch und ich weiß nicht, wie wir diese Fehler nochmal irgendwie korrigieren in eben der russischen Sicht auf uns. Ja, wie gesagt, da hundertprozentige Zustimmung. Und es muss einfach tatsächlich ein Ruck durch unsere Bewusstsein durchgehen, die verschiedenen Köpfe, da muss ein Ruck durchgehen. Und die Frage ist halt, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, wo kommt dieser Ruck her? Wo kann er herkommen? Ich weiß es nicht. Durch irgendeinen Katastrophenfilm könnte ich mir das vorstellen. Aber wenn es nicht die echte Katastrophe ist, die Amerikaner sind ja sehr gut darin, Katastrophenfilme zu machen, wie alles in die Luft fliegt. Vielleicht würde das was helfen. Ich weiß es nicht. Aber Ich würde halt Europa auch wirklich wünschen, dass es nicht in die Katastrophe hineinschlittert, ja, die es, klar. das, Wir sind ja hier drin in Europa, deswegen genau. ich meine, die Alliierten haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, aber es ist sozusagen, wenn man sich die Opfer und die Verwüstung anschaut, ist es halt auch so. Auch man hätte sich das halt natürlich auch gerne auch sparen können. Aber ja, das ist alles vergossene Milch und ich fürchte, da ist halt auch im Falle Russland, Ukraine viel Milch vergossen. Vor allen Dingen, was ich auch sozusagen unter den politischen Follies von Donald Trump über seine ganzen Handelskriegsführungen er natürlich an der Glaubwürdigkeit auch der amerikanischen Präsenz im Pazifik enormen Schaden angerichtet hat. Und wenn man sich anschaut, wie stark, wie immer unverhohlener eigentlich die chinesische Industrie nach Russland expandiert, wie weit es da geht. Also da ist natürlich die nächste Achse schon im Entstehen. Und wenn sich die natürlich gemeinsam verabreden für einen Großkrieg, dann schaut es auch nochmal aus der Zwangssituation anders aus. Und dann sind wir nochmal ganz anders gefordert. Du sprichst es an. Wir haben das bis jetzt noch Das überhaupt nicht jetzt genannt, das Wort China. Aber es ist ein Riesenfaktor, ganz klar. Das würden wir heute mit Sicherheit nicht mehr diskutieren können, denn es ist, aber na, wir sollten es auch tatsächlich ansprechen, denn die Chinesen sind die großen Profiteure davon. Die sitzen zusammen zurückgelehnt da und schauen sich die Situation an und freuen sich da. Es ist auch im Interesse der Chinesen, diesen Krieg am Laufen zu halten, was man auch an der Unterstützung sieht, die China für Russland macht. Wie viel Prozent chinesische Bauteile sind in diesen Drohnen immer verbaut? Übrigens auch deutsche Bauteile. mittlerweile sind es 80 bis 100%, je nachdem, über welche Drohne wir reden. Ja, Jetzt bei den neuen Decoy-Drohnen, die eben durch die Russen eingesetzt werden, um Shahids vorzutäuschen, um die ukrainische Fliegerabwehr zu täuschen, da sind 100% chinesische Bauteile drin. Zum ja. Teil sind es bereits schon 1:1 Kopien von amerikanischen und europäischen Bauteilen, die man noch vor 1, 2 Jahren genutzt hat, die mittlerweile 1:1 so nachgebaut werden in China und jetzt eben ähm, dafür nach Russland im großen Stil geschaffen werden, weil bös gesagt, also bei der Drohnenproduktion, da kann man ja keiner erklären, die Chinesen verkaufen das ja nur für die russische Waschmaschinenproduktion. Also ich Ja, meine, ja. das ist so doof bin ich auch nicht. Und das Zweite ist natürlich, was wir auch sehen, ist, dass es mittlerweile schon Lizenzproduktionen von chinesischen Chips in Russland gibt, dass also chinesische Drohnenteil
Produzenten in Russland Franchises eröffnet haben, die dort, also natürlich unter Schein- und Decknamen, um irgendwie zumindest pro forma Sanktionen zu umgehen, aber die dort produzieren. Und das hätte es natürlich unter Biden, muss ich ehrlich sagen, so stark ich Biden auch immer kritisiert habe, das hätte es unter Biden nicht gegeben, weil da haben die Chinesen ein genaues Gespür bekommen, dass das, was sie an wirtschaftlichen Druck von Amerika bekommen, hängt sehr stark damit zusammen, ob sie da die Finger im Krieg haben oder die Finger davon Ja, lassen. Und das ist natürlich jetzt unter Donald, das kann man biegen und wenden, wie man will, aber die amerikanische Zoll- und Außenhandelspolitik hat überhaupt nichts mit der Ukraine zu tun und das wissen die Chinesen ganz genau. Dementsprechend haben sie mittlerweile keine Scheu mehr, den Russen auch so unter die Arme zu greifen, dass wir das sehen und finden. Und da ist es auch wieder so. Wir haben die Glaubwürdigkeit der Europäer. Wir sind in die Welt gezogen, um die Leute zu belehren, dass eben hier die regelbasierte Weltordnung auf der Kippe steht und auf der Schwenk steht. Und jetzt sind wir nicht bereit oder nur ungenügend bereit, gegen China Sanktionen und wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen für ihre wirtschaftliche, militärische ja Unterstützung klar. der Russen. Und das hat natürlich jetzt sozusagen das Bild, das wir in Russland hinterlassen, ist schon fatal. Aber das Bild, das wir in Peking hinterlassen, ist auch fatal. Weil die sich natürlich merken, okay, die Europäer sind Dampfplauderer, die reden über Werte gut und gern. Aber wenn es sozusagen ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu China auf dem Spiel steht, dann sind die Werte sofort sekundär und man kann sie im Grunde kaufen. Und Ja, das ja. ist wieder, das trifft natürlich auch weil Xi Jinping ist ein bekennender Kommunist. Er ist nicht nur wie Putin kommunistisch sozialisiert. Das heißt, er hat diese Grundverachtung für den demokratischen Westen, für den Kapitalismus und diese Einstellung, man kann die einfach nur kaufen. Und wieder, wir bestätigen die Vorurteile, die diese Diktaturen haben und bestätigen die Vorurteile, die sie immer weniger risikoavers im Verhalten uns gegenüber machen. Und das ist langfristig eine Politik, die sehr, sehr fatal ist. Also das ist etwas, da muss man irgendwann mal auch einen Schnitt machen und sagen, okay, BASF und VW haben halt in den falschen Markt investiert und waren immer schon schlecht geführte Unternehmen. Die müssen wir halt notfalls abwickeln, aber wir können uns nicht zum Wohle dieser zwei Unternehmen immer in der China-Kuschelecke verstecken. Das fällt uns auch irgendwann auf den Kopf. Ja klar. Wow, das ist das Nächste. Ja, schon. Kommunismus, Lenin hat ja schon gesagt, wir werden den Kapitalisten noch den Strick verkaufen, indem wir sie aufhängen. Ähm, positives Schlusswort? Gibt's das? Nee, gibt's nicht. Ähm, Positives Schlusswort. Also gerade natürlich am heutigen Tag, wo wir mit ziemlichem Schock auf die ukrainische Innenpolitik schauen, würde ich sagen, ich glaube, die Stärke der Ukrainer auch aus diesem Sumpf wieder rauszukommen und also das ist nicht der Ende der Fahnenstange, das ist nicht das Ende der Antikorruptionsreformen. Reformen. Da wird es Druck geben, da wird es Druck aus der ukrainischen Gesellschaft geben, da wird es hoffentlich auch Druck aus Europa geben. Aber wir sollen uns aus der Resilienz auch ein Beispiel nehmen. Die Leute schlafen seit Tagen und Wochen in den meisten Städten nicht, weil die Bomben auf sie fallen. Und die haben alle Verwandte, Bekannte, Freunde im Krieg. Und trotzdem kümmern sie sich auch um Dinge wie Rechtsstaatlichkeit. Trotzdem ist dieses Verlangen nach Rechtssicherheit, nach Ja, ja Rechtsstaatlichkeit klar, ja in klar. der ukrainischen Gesellschaft genauso stark wie damals. Das soll uns eigentlich ein Beispiel nehmen. Wenn ich mir anschaue, wie viele Leute hier aus lebensanschaulichen Gründen oder Bequemlichkeitsgründen ähm, in die Fänge von antidemokratischen Parteien geraten, weil weiß Gott was, also ich erlebe das ja als Jäger und Tiereesser jeden Tag, weil weiß Gott was, sie sich an irgendwelchen gesellschaftspolitischen Dingen stoßen oder weil sie Angst haben, dass der Staat strengere Waffengesetze erlassen wollte, fliehen sie oder suchen sie Zuflucht in radikalen antidemokratischen Parteien, die ihnen versprechen, sie würden sich um diese Anliegen kümmern. Diese geistige Resilienz, den demokratischen Kurs trotz aller Widrigkeiten nicht auszugeben. Ich glaube, unsere lebenstechnischen Probleme und wie viel Benzinsteuer oder wie wenig und viel Stromsteuer wir jetzt zahlen müssen, sind ein Nichts im Vergleich zu wochenlangen Schahid-Angriffen. Also Absolut. ich denke, da können sich viele Europäer ein Scheibchen abschneiden. Und
ja, am Ende des Tages, ich meine, die autoritären Regime nehmen dir nicht nur die Waffen weg. Da geht es um mehr. Und da muss man auch sagen, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, den die Ukrainer trotz aller Widrigkeiten haben, den würde ich mir in sehr vielen europäischen Staaten wünschen. Und ja, in dem Sinn, Das, da, ganz genau so. Die Ukraine ist ein Vorbild für uns und wir müssen das wirklich schätzen und auch unterstützen. Und auch gerade jetzt dieses Festival, das Musikfestival, was jetzt gerade in Kiew stattgefunden hat. Diese Leute sind einfach wunderbare Menschen. Die können selbst im Krieg noch ein Festival feiern, obwohl sie ganz genau wissen, dass das lebensgefährlich sein kann zurzeit. Nein, sie lassen sich das nicht wegnehmen, von den Russen schon gar nicht. Und an denen, ich pflichte dir hundertprozentig bei, Scheibe abschneiden. Und ja, ja, vielen, vielen lieben Dank, Gustav, dass du mit mir heute so lange gesprochen hast, wieder so interessant. Und ja, ich wünsche dir gute Zeit. danke. Fährst du in den Urlaub? Bald. Ja, okay. Ich fahre ins Baltikum demnächst. Ah, das ist schön, ja. Okay. Ja, das. Herzlichen Dank. Ich drücke auf Stopp und bis bald. Tschüss, Gustav.